machst den gleichen Fehler wie Carla, wenn du deine Gefühle leugnest. Willst du so enden wie sie? Das kann man doch gar nicht vergleichen. Wieso? Unserer Liebe gibst du doch auch keine Chance aus Pflichtgefühl gegenüber Johannes. Ich beschütze Sie rund um die Uhr. Was das kostet, können Sie sich denken. Ja, und Möglichkeit 2? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann können Sie Tanja... Gegen ein entsprechendes Honorar wird diese Frau aus Ihrem Leben verschwinden. Endgültig. Charlie, du brauchst deinen Freund nicht von mir zu verstecken. Ich wollte nur meine Rechnung bezahlen. Glückwunsch übrigens. Ein Grund mehr, gut Acht zu geben. Wäre ja mal schade, wenn ausgerechnet jetzt was passiert. Und ein Unglück passiert ja schnell. Und? Haben Sie sich entschieden? Ja, ich habe mich entschieden. Versteckst du dich jetzt auch schon vor mir? Wie kommst du denn darauf? Fühlst du dich nicht wohl? Doch, doch. Ich weiß, die Stimmung macht dir hier auch zu schaffen. Und jetzt noch dieser überflüssige Streit mit Leonhard. Und nur, weil ich ihm die Nachfolge in der Holding angeboten habe. Mach dir um mich keine Gedanken. Du bist so tapfer. Ehrlich, ich bewundere dich, wie du dich für den Familienfrieden einsetzt. Und dabei ist es eine Sisyphos-Aufgabe, zwischen uns Dickköpfen zu vermitteln. Ich weiß eben, was ich an euch habe. Ich liebe dich. Hoffentlich hilft's. Leo, ich weiß Bescheid. Ansgar hat mir erzählt, dass Vater dich zum Nachfolger in der Holding machen will. Das kann er vergessen. Ich bin Arzt und kein Geschäftsmann. Und er akzeptiert deine Entscheidung natürlich nicht. Das hat ihn doch noch nie interessiert, was wir wollen. Ansgar und ich haben Vater so sehr enttäuscht. Und du musst das jetzt ausbaden. Es tut mir leid. Das hat mit euch nichts zu tun. Es geht immer nur um ihn. Hauptsache, er ist glücklich. Auch wenn wir unsere Träume dafür begraben müssen. Haben die Damen noch einen Wunsch? Danke. Ich schätze, Schmidtchen wird sich nicht mehr so schnell irgendwo einschleichen. Ja, und von oben ohne Fotos hat er jedenfalls erstmal genug. Ach, das, was er über Carla und meinen Vater geschrieben hat, das ist ja der reinste Rufmord. Sowas ist echt das allerletzte. Ja, mit Rufmord kennst du dich ja aus. Wenn ich dran denke, was du mit Lars angestellt hast. Es soll auch Frauen geben, die ihrer eigenen Schwester den Freund ausspannen. Ich komme Jetzt nicht. hört doch mal auf damit. Was ich dich sowieso fragen wollte, was läuft eigentlich zwischen dir und Felix? Oh, ausnahmsweise mal eine gute Frage. Was zum Teufel willst du von dem? Wieso? Felix ist ein cooler Typ. Großzügig und vor allem sexy. Wir haben viel Spaß zusammen. Felix ist ein egoistischer Idiot, nichts weiter. Deine Meinung? Ich finde, er ist genau der Richtige für sowas Lockeres. Den ganzen Gefühlsquatsch brauche ich eh nicht. Bist du dir da so sicher? Wenn wir keinen Barolo mehr haben, dann bieten Sie den Herrschaften eben etwas anderes an. Natürlich. Ganz ruhig, Frau Schneider. Ich bin ganz ruhig. Ist doch die Höhe.
Herr von Beinbach-Lahnstein. Waren wir denn nicht bei Bernd? Stimmt. Auch ein Gläschen Champagner? Ja, gern. Konnten Sie sich denn mit dem Bodyguard einigen? Einigen? Wie meinen Sie das? Ja, suchten Sie denn nicht nach einem professionellen Leibwächter? Doch, ich habe auch mit ihm gesprochen, aber ich muss noch mal drüber nachdenken. Ja. Ich verstehe nur zu gut, dass Sie sich vor Tanja von Anstetten schützen wollen. Die Frau raubt einem doch wirklich den letzten Nerv. Ständig erpresst sie mich mit ihren guten Beziehungen zu Ansgar. Erst vorhin packt sie mir einen Berg Akten auf den Tisch, ja? Und behauptet kalt lächelnd, dass sie auch die nächsten Tage so viel arbeiten muss. Tanja und Arbeit. An ihrem Handicap. Auf dem nobelsten Golfplatz der Stadt. Nein, hab ich nicht. Natürlich hast du, Cecile. Du hast andere Pläne für das Abendessen? Sagen wir mal, ich hatte nicht das Gefühl, bei Tisch erwünscht zu sein. Ansgar, ich fände es sehr hilfreich, wenn du dich einfach beglaubigen könntest. Ich bin schon weg. Leonard. Willst du nicht doch bleiben? Schon vergessen? Wir beide haben keine gemeinsame Zukunft. Und deshalb sollten wir uns auch besser aus dem Weg gehen. Hallo, Leonard. Willst du uns nicht Gesellschaft leisten? Danke, ich habe keinen Hunger. Er ist immer noch wütend auf mich. Wegen der Nachfolge in der Firma? Ja. Weil er glaubt, dass ich seiner Berufung als Arzt keinen Respekt entgegenbringe. Also mir würde was fehlen, wenn ich mit einem Typen ins Bett steige, den ich gar nicht liebe. Mir auch. Es sei denn, er heißt nicht Felix, sondern Brad Pitt. Das sieht wenigstens genauso scharf aus. Hast du nicht noch eine Verabredung? Ich könnte dir auch jemanden besorgen. Ach ja? Der müsste dann allerdings taub und blind sein. Du sprichst wohl aus Erfahrung. Wobei, bei Andi ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ich meine, was habe ich denn davon, wenn ich einen Typen zwar liebe, aber er mich nur ausnutzt? Es sind nicht alle wie Kevin. Trotzdem. Ich finde, man macht sich in einer Beziehung immer nur abhängig. Und meistens vom Falschen. Und so eine lockere Affäre wie mit Felix ist genau das Richtige. Das, was ich im Moment brauche. Und du glaubst noch an die große Liebe? Na klar. An das Märchen hat Jana auch mal geglaubt. Warum tust du nicht etwas Sinnvolles? Geh in den Park. Vielleicht killt dein Gift ja wenigstens die Blattläuse. Ich wollte mich sowieso umziehen. Schönen Abend noch. Ja, ich muss dann auch mal langsam. Willst du nicht hier schlafen? Okay, danke. Vielleicht kann ich dich doch noch davon überzeugen, dass es Mr. Right gar nicht gibt. Eher überzeuge ich dich vom Gegenteil. Wieso? Willst du Andi mit mir teilen? Nein, das nicht. Aber ich kenne da jemanden, der in jeder Situation ehrlich und treu ist. Und noch gut aussieht? Ja, mein Bruder. Robin, der hat die mieseste Nummer aller Zeiten abgezogen. Was? Wessen blöde Idee war das denn? Hm? Ich meine, du hast mich doch quasi angebettelt, mich als Kevin zu verkleiden. Ja, aber doch nicht, damit du mit Coco in die Kiste steigst. Wie oft denn noch? Es war nicht geplant, dass ich mich in Coco verliebe, verdammt nochmal. Könntet ihr mal die Klappe halten? Ist doch eh völlig Schnurz. Ihr habt beide keine Chance bei Coco. Ach, Schwachsinn. Ich bin doch längst mit dir zusammen. Träum weiter. Coco pennt vielleicht mit dir, aber nur, weil sie keinen besseren hat. Sobald sie einen anderen findet, lässt sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Sag ich doch. Mit anderen meinte ich nicht dich. Du hast sie bei Coco selbst ins Ausgeschossen. Kannst du das vielleicht irgendwie beurteilen, hm? Ey, ganz genau. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Also halt die Schnauze, ja? Jungs, ich wohne hier. Ich habe 2 Augen und 2 Ohren. Außerdem bin ich der Einzige, der, wenn es um Coco geht, nicht mit dem hier denkt. Sie haben die Informationen? Ja, sie wird heute den ganzen Tag auf dem Rochus-Golfplatz verbringen. Golfplatz ist perfekt. Wird es einen Unfall geben? Wie stellen Sie sich das vor? Überfahren von einem Motorcaddy? Haha. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird keine Spuren geben, die zu Ihnen führen können. Ich bin Profi.
Erste Hälfte jetzt. Und die zweite dann. Ich melde mich wieder, sobald ich den Auftrag erledigt habe. Bis dahin bin ich für niemanden zu erreichen. Für niemanden. Guten Morgen, Leonard. Morgen. So kann es nicht weitergehen, Leonard. Ich versuche nur, die Zukunft unserer Familie und die der Holding zu sichern. Dazu gehört die Frage nach meiner Nachfolge. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, das ist es. Kaviar, wir haben auch ganz normale Sachen zum Frühstück. Stören wir? Nein, kommt doch rein. Ach, weißt du was, wir verdrücken uns lieber in die Küche, wenn es dem Familienfrieden dient. Bravo. Bitte, Leonard. Ich kann das Wort Familie langsam nicht mehr hören. Als würde es nichts anderes auf der Welt geben. Leonard. Familientradition ist ein kostbares Privileg. Dafür sollten wir alle Opfer bringen. Du ahnst gar nicht, wie viel ich schon geopfert habe. Ich wollte ein 5-Minuten-Ei und keine Zementkugeln. Verzeihung. Warum frühstückst du überhaupt in der Küche? Um dich nie sehen zu müssen, würde ich noch ganz andere Sachen machen. Seid doch mal friedlich. Wenigstens als Frauen müssen wir zusammenhalten. Bei dem ganzen männlichen Schrott um uns rum. Hey, Robin ist kein Arschloch. Ich kann echt nicht glauben, dass er so eine miese Nummer abzieht, sich als Kevin zu verkleiden. Glaubst du, ich lieg dich an? Nein, aber... Aber Nico macht sich die Wahrheit immer passend. Andi war ja auch nur ein blöder Macho, als Jana noch mit ihm zusammen war. Wisst ihr was? Frühstückt alleine. Ich vertrage keine Zicken auf nüchternen Magen. Am liebsten würde ich ihr beweisen, wie Robin wirklich drauf ist. Wenn es weiter nichts ist. Leonard! Was ist denn passiert? Er gibt mir keine Chance. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich will Leonard nicht auch noch verlieren. Gerade ihn nicht. Mein Gott, war es dann wirklich so ein Fehler, ihm die Nachfolge in der Holding anzubieten? Nein, mach dir doch deshalb keine Vorwürfe. Du willst für alle nur das Beste. Du bist ein guter Vater. Und ein wundervoller Ehemann. Danke, dass du so zu mir stehst. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich täte. Herr Meier hat zuerst geschossen. Genau das ist das Problem. Wieso? Guten Tag, Frau Schneider. Hallo Felix. 2 Espresso, bitte. Kommen sofort. Danke schön. Bei den besprochenen Fallbeispielen lag eindeutig keine Notwehrsituation vor, sondern Mord. Weil der Angriff nicht unmittelbar bevorstand. Richtig. Und weil die Gegenmaßnahme geplant war, also vorsätzlich erfolgte. Aber man muss sich doch wehren dürfen, wenn man bedroht wird. Du sprichst wieder mit mir? Ich gehe dann mal für kleine Staatsanwälte. Was war denn zum Beispiel, als ich aus Versehen auf dich geschossen habe? Putativnotwehr. Vor Gericht wärst du wahrscheinlich davongekommen, weil du dich irrtümlich bedroht gefühlt hast. Allerdings muss in solchen Fällen auch die Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Was heißt das? Es ist verboten, die Grenzen der Notwehr zu überschreiten. Du hast eindeutig ein Menschenleben riskiert. Und das menschliche Leben ist das höchste Gut. Viktor, Sie wünschen, Frau von Anstetten? haben Sie meine Golfausrüstung in den Wagen bringen lassen? Selbstverständlich. Danke. Viktor, Sie können dort abräumen lassen. Sehr wohl. Cecile, Ja? hast du einen Moment? Es geht um Leonard. Vater muss unbedingt zur Einsicht gebracht werden. Leonard will auf gar keinen Fall Nachfolger in der Holding werden. Und durch Vaters Sturheit wird die Stimmung hier nur noch unerträglicher. Ich kann gerne mal versuchen, mit ihm zu reden. Danke. Vater und Leonard hatten eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und ich bin mir sicher, dass es Leonard sofort besser geht, wenn nichts mehr zwischen ihnen steht.
Ich weiß nicht. Soll ich das echt bringen? Ach, Coco, Robin hat's mehr als verdient. Er hat auf deine Gefühle auch keine Rücksicht genommen. Trotzdem. Du tust es ja auch für Nico. Sie muss endlich kapieren, was für Schweine ihr Bruder und die Männer überhaupt sind. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die Betrunkene zu mimen. Kleinigkeit. Ich helfe dir beim Einstieg. Wird schon schief gehen. Weißt du, Nico, das war alles nicht geplant und dann ist es einfach irgendwann passiert. Du hast dich als Kevin verkleidet und mit Coco geschlafen. Ich fass es nicht. Und bei Andi und mir spielst du dich auf wie ein großer Moralapostel. Der Tipp hat ja schon gesabbert. Wenn ich dich nicht in die Umkleide geschleift hätte, dann hättest du bestimmt die Dessous vor ihm anprobiert, oder? Na klar, so wie seine Alte ausgesehen hat. Oh. Kommen bestimmt sonst nie auf seine Kosten. Hi, Fans. Ich will ja nichts sagen, aber es ist nicht noch ein bisschen früh, um sich volllaufen zu lassen. Vanessas Lieblingsboutiquen hatten alle Prosecco-Tag. Schlecht für den Umsatz, aber gut für uns. Deinen Lover haben wir übrigens auch getroffen. Schraubt an seiner Kiste rum von No Limits. Andi ist arbeiten. Ah, was ist die Nummer 1 unter den Top 10 männliche Ausreden? Schatz, ich muss arbeiten. Aber hey, wenn du uns nicht glaubst, überzeug dich selbst. Ja gut, dann wir sehen uns noch. Ciao. Ja, und ich gehe dann noch mal in diese eine Boutique, dieses kleine Nichts aus Spitze kaufen. Und vergiss den Waffelschein dafür nicht. Alle weg. Und was stellen wir beiden Hübschen an? In der sturmfreien Bude? Wir müssen los, wir haben noch einiges vor heute. Bei Ihrem Bruder lernt man mehr als in jeder Vorlesung. Ja. Tschüss. Tschüss. Das menschliche Leben ist das menschliche Leben ist das höchste Gut. 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 Schneider, das Glas. Die Gäste gucken schon. Ich muss ihn stoppen. Wen, den Wodka? Erst mal telefonieren. Bitte schön. Nicht von mir. Ja, aber... Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich es total süß finde, wenn du so verlegen bist? Eher im Gegenteil. Ist aber so süß und sexy. Coco, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Also was die Abgrenzung von Notwehr angeht, bin ich jetzt jedenfalls auf dem besten Stand. Ja. Hallo. Vorsicht, Notwehr gilt nur bei rechtswidrigen Angriffen. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Coco, ich weiß nicht. Ich aber. Gibt es einen Paragraphen zur Verletzung der Intimsphäre? Ich dachte, wenigstens hier wäre ich allein. Ich auch. Normalerweise kommt fast niemand hierher. Deshalb bin ich oft hier. Na, dann lass ich dich mal. Du bist schließlich zuerst da. Leonard? Bleib hier. Lass uns reden. Du hast mir gestern Abend sehr weh getan. Aber du hast recht. Es kann zwischen uns nicht so weitergehen. Wir müssen das Ganze beenden. Das mit uns
Das ist aussichtslos und das müssen wir akzeptieren. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Komm, geh schon ran. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. Ich melde mich wieder, sobald ich den Auftrag erledigt habe. Bis dahin bin ich für niemanden zu erreichen. Für niemanden. Zack macht mich immer so sinnlich. Was hast du denn? Coco, ich kann das nicht. Ach komm, beim ersten Mal hat's dir doch auch gefallen. Das war ja auch ein Fehler. Jetzt hast du zu viel getrunken und ich will die Situation nicht schon wieder ausnutzen. Ich bin aber genau in der richtigen Stimmung, mich ausnutzen zu lassen. Coco, verstehst du das nicht? Ich will keine schnelle Nummer zwischendurch. Dafür bedeutest du mir zu viel. Ich bin immer noch total in dich verliebt. Wohl ein ziemlich schlechtes Timing von uns. Wie ein schöner Traum. Und plötzlich wacht man auf. Und merkt, dass er nie in Erfüllung gehen wird. Cecile, warte. Ich kann nicht einfach verdrängen, was ich für dich empfinde. Ich habe mich noch nie zu jemand so hingezogen gefühlt. Ich denke einfach jede Minute an dich und ich liebe jede Sekunde davon. Alles andere ist mir egal. Ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben. So geht es weiter. Wir dürfen das nicht. Ich weiß. Tanja, du musst hier weg, das ist mein Ernst. Wenn du mir endlich sagst, warum? Weil du in Gefahr bist. In Gefahr? Hast du die Zeit in der Klapse noch nicht verkraftet? Sieh dich um.